Okay, So, also, jetzt geht es um Geburtshelfer im weitesten Ja, Sinne, oder? ja. Social. Markus, kannst du uns hören? Wir hören dich noch nicht, aber du hörst wahrscheinlich uns, oder? Sekunde. So, jetzt sollte man Markus, mich mein vielleicht Lieber. hoffentlich hören. Ganz herzlich willkommen. Wir kennen uns nur vom Telefon. Ja, Am Wochenende habe ich dich genervt, gell? Aber ich hoffe, du hast es bis jetzt noch nicht bereut und ein bisschen zugeguckt. sonst wäre ich jetzt nicht da, oder? Verscheuchen jetzt. Sehr schön. Markus, ich habe hier von meinen Redaktionskollegen zugespielt bekommen ein kleine Bio von dir. Und die finde ich so nett, dass ich sie vorlesen würde. Also Markus Okay. ist seit 2015 Co-Founder des Impact Hub Stuttgart. Er ist Vorstands-CEO der Next BGI Digital Business Institute und des Social Media Institute. Und jetzt kommt's, das finde ich super. Sein Herz schlägt für enkeltaugliches und impactorientiertes Wirtschaften. Am liebsten im globalen Impact Hub Verbund. Was steckt dahinter, fragt er selber. Und das erfahren wir jetzt hoffentlich von dir, Markus. Gut, danke. Du hast keine Ja. Präsi, du hast keine Präsi für uns, habe ich gehört, aber wir reden einfach über das, was dir auf dem Herzen liegt, sag ich mal, ja? Genau. Ja, also ich bin seit Baujahr 1966 schon ziemlich lange in diesen Geschäftsthemen unterwegs und habe, seit ich 17 bin, quasi mit eigenen Unternehmen relativ viel auf der Welt gesehen. Meistens im Kontext irgendwie mit digital und war so viel in den USA und hier in unterschiedlichen Stellen und hatte dann 2013 in einem längeren Aufenthalten in Silicon Valley irgendwann das Thema Impact Hub kennengelernt. Den gab es Downtown in San Francisco damals und den hatten dann, das war ein Coworking Space, bei dem es eben im Fokus um das Thema nachhaltig wirtschaften und an Social Impact orientiert wirtschaften geht. Und da musste man sich zu dem Vorgängermodell von den SDGs quasi committen, um einen Arbeitsplatz zu bekommen. Das fand ich schon sehr interessant, gerade an einem Ort, wo ich es nicht erwartet hätte, San Francisco Mission District, wirklich mittendrin, wo es brennt, der Baum, ja. Und da dann 3000 Quadratmeter Coworking Space anzubieten und voll ausverkauft zu sein unter diesen Rahmenbedingungen, fand ich sehr faszinierend. Hatte mir dann dort einen Arbeitsplatz mieten können und das näher kennenlernen und dabei ist die Entscheidung gereift, sowas brauchen wir eigentlich bei uns hier auch, weil Wirtschaft muss sich da schon nochmal neu denken. Wir werden von den ganzen Umweltparametern dahin getrieben, aber halt auch nicht nur da, sondern tatsächlich auch durch die Ökonomie, Ökologie und vor allem halt Gesellschaft, ja, der Mensch. Wenn wir weiterhin so wirtschaften, dann beuten wir einfach zu sehr aus. Und zwar alle diese drei Komponenten. Und dahingehend glaube ich, dass wir massive Veränderungen in der Wirtschaft herbeiführen müssen, damit der Spaß an all dem und auch die Sinnhaftigkeit schlussendlich zurückkehrt oder erhalten bleibt oder sich eben neu ergibt. Das ist eigentlich, was mich treibt, sehr stark. Ich habe dann 2015 zusammen mit dem Konstantin Witzemann in Stuttgart in dem Witzemann Areal den Impact Hub in Stuttgart gegründet. Den seht ihr da gegebenenfalls bei mir im Hintergrund. Das war der erste Ort in Stuttgart, an dem es eben um diesen Fokus ging, also ein Coworking Space, wo im Zentrum steht, wie sich Wirtschaft verändern muss und wie man anders miteinander auch Wirtschaft betreiben kann. Das haben wir sehr erfolgreich, glaube ich, umgesetzt und groß gemacht über die Jahre weg. Bin dann jetzt 2021 dort aus dem Aktiven ausgeschieden und baue mit einem kleinen Team in Karlsruhe gerade aktuell einen Impact Hub auf. Weswegen ich hier mit dabei bin und die Message, die ich hier gerne an euch ein Stück weit mit rübergeben will, das ist das tolle Projekt auf dem InnoPort. Zusammen mit der Katrin und dem Markus Flammer sind wir dort damit beschäftigt und unterstützen dahingehend mit einem zukünftigen neuen Projekt
der Innoport hat ja schon einen tollen Makerspace, speziell auch für B2B, in der Art, wie er sonst in Deutschland eigentlich nicht vorhanden ist. Du hast alle möglichen Gerätschaften zur Verfügung, um wirklich professionell Prototypen oder Kleinserien zu fertigen. VR, AR-Labors, dazu kommen KI-Labors oder Sachen für autonomes Fahren, quasi Teststrecken und so weiter. Also ein einmaliges Szenario, um Innovation gut gestalten zu können. Und wir wollen helfen, diese Innovation nachhaltig zu gestalten. Deswegen werden wir mit einem InnoWorkspace, wie sich das nennen, auf dem Gelände einen Coworking Space abbilden, der zusammen dann mit dem Makerspace natürlich interagiert, weil jeder, der was macht, muss ja irgendwann da auch dazu was arbeiten nur dazu oder das Vermarkten, das weiter recherchieren etc. Daher passt das, glaube ich, sehr gut. Der sehr stark auf dieses neue Wirtschaften ausgerichtet ist und eben Impulse gibt und Community bildet, um nachhaltig gegenüber Wirtschaft und gegenüber Umwelt und gegenüber Gesellschaft das voranzutreiben. Das soll da der Fokus sein. Wir werden starten. Ich denke, das wird circa April, Mai, eher Mai sein, auf dem Innoport-Gelände, in dem Bürogebäude, wo ehemals die Spedition BIC drin war. Und dort wird es dann, wie gesagt, unterschiedliche Coworking-Angebote geben, Community-Angebote, Veranstaltungsräume dazu und entsprechend Programm, wo wir uns dort vorwärts entwickeln. Das stimmen wir mit unseren Partnern ab aus der Region und werden dadurch auch nicht bei Null anfangen, sondern haben eigentlich schon ein ganz gutes Portfolio, was wir da anbieten können. Wir glauben, das ist eine ganz wichtige Geschichte und freuen uns auf Reutlingen, weil Reutlingen hat aus unserer Sicht total viel Potenzial. Ihr habt in der Region schon einiges am Start in Richtung Nachhaltigkeit, aber das Potenzial ist, glaube ich, noch recht groß. Und insbesondere sehen wir hohes Potenzial in dem starken Wirtschaftsbereich rings um das Thema Fertigung. Also wo in Reutlingen ja der große Schwerpunkt eigentlich mit da ist. Und wir glauben, dass aber gerade diese Fertigungsthemen müssen sich halt verändern hinsichtlich Circular Economy, hinsichtlich Sharing, was kann ich wo wie gemeinsam machen, was kann ich besser mit regionale Partner und Produkte machen und solche Sachen neu zu organisieren. Das ist das Ziel vom Innoport und da werden wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, wo wir das mit können. Und gerne seid ihr eingeladen, das mit uns entsprechend mit zu tun. Ja, viel mehr kann ich dazu auch noch gar nicht sagen. Tatsächlich ist das so, dass wir dort ein ganz neuer Anlauf sind ja zu dem Thema. Und wir freuen uns, dass wir das heute schon mal teilen durften hier mit euch. Ihr seid auch, glaube ich, ziemlich die Ersten, die das überhaupt mitgekriegt haben. Und außer dem Innoport-Team und Co. und unserem Team, das dran arbeitet. Aber wie gesagt, wir denken, Mai spätestens sollte man mehr darüber hören können. Und dann könnt ihr mich vorher schon mal ansprechen oder auch die Katrin sicherlich dazu oder wen ihr dabei erreicht. Sehr gut. Markus, ganz, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, wir kennen uns noch nicht, aber wir haben viele gemeinsame Stationen. Ich sage mal Mission District. Ich habe lange in San Francisco gearbeitet und gelebt. Meine Kinder sind da geboren. Wir haben in Lower Haight gewohnt, also um die Ecke. Wir kennen die Mission Gegend ganz, ganz gut. Dann Reutlingen, Karlsruhe, was hast du erwähnt? Stuttgart, also mein Hinterzimmer, sage ich auch mal. Interessant, dass wir uns noch nie begegnet sind. Aber du machst wichtige Sachen. Leute suchen im Moment nach Purpose und Leute suchen im Moment einfach auch nach ein bisschen Orientierung in diesen wilden Zeiten. Du willst da so ein bisschen mithelfen, hast, ich sage mal, auf der einen Seite Gründer, Spirit India, hast wegen mir mit Witzemann-Areal was aufgebaut, auch was in Stuttgart wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr bekannt ist. Wenn du mal vielleicht so ein bisschen reflektierst, jetzt haben wir 2 Jahre Corona im Moment, geopolitisch schwierige Lage. Was ist State of the Startup und was ist State of the, ich sag mal,
Nachhaltigkeitsmanagement Branche im Moment. Vielleicht hast du auch einen Blick vielleicht ein bisschen, was grundsätzlich in Deutschland los ist, aber gerne, weil wir ja beim InnoPort sind, den wir auch unterstützen und wir sind große Fans. Letztes Jahr waren wir auch schon mal da mit einer Konferenz, Wolfgang. Also wenn du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen könntest. Ja, also aktuell sind sicherlich die Rahmenbedingungen ja einfach, sie waren jetzt eh schon schwierig in Corona, glaube ich, die letzten 2 Jahre, gerade auch für Startups, weil das lebt halt einfach nochmal stärker vom Austausch in dem Moment, ja, also vom Austausch mit anderen. Und der war ja eigentlich einfach ganz schlecht nur möglich von der Art her, ja, oder gar nicht möglich. Und deswegen glaube ich, das war jetzt schon keine einfache Zeit. Und so wie es im Moment aussieht, wird es auch noch so ein bisschen so bleiben, ne? All together. Also auch wenn Corona jetzt sich ja etwas verbessert, aber zumindest mal diese Krisensituation mit der Ukraine ist ja schon auch sehr, sehr beeinflussend zu dem Thema. Dazu kommen ja die Sachen, die sich jetzt weiter verändern. Es war ja der Bericht über die Umweltzustände kürzlich nochmal da. Und ich finde das immer ganz interessant, dass dann die Reaktionen danach sind, oh, wir sind ganz überrascht, ja, dass das jetzt so schlecht ist. Ja. Das berichten genau diese Stellen, ja, berichten dieses Thema ja schon seit, du weißt es, also such dir ein Jahr aus, ja. Also es ist einfach schon Ewigkeiten, ja, wo das unterwegs ist. Und es war lediglich im Jahr 2020 mal so ein Ton besser, wo die Pandemie einfach so richtig um sich gegriffen hat und wir die vielen Lockdowns gesehen haben, ja, und die Leute weniger ihre Autos benutzt haben und benutzen konnten und was halt so unterwegs war, dass das ein bisschen besser war. Sodass da ist schon Momentum drin. Also die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, nicht einfach. Sie sind aber insofern für Startups gut, als dass es einfach Neues denken will. Also es will einfach neue Lösungen haben für die Themen. Wie wir sehen, oft, ich sage mal, meine Generation hat zu ihrer Zeit Sache gut geleistet und im Moment kommen wir, glaube ich, vielfach auch an unsere Grenze, wie jeder. Aber da sehe ich großes Potenzial und Chance, dass einfach Startups, junge Startups mit frischem, freiem Denken und auch mit Problemlösungsansatz und großer Umweltorientierung hier große Chancen haben, in die nächsten Jahre hier was zu entwickeln. Wolfgang. Ja, was mich so ein bisschen interessiert, ist so das Verhältnis, sag mal, zwischen, ich drücke es mal vielleicht ein bisschen plakativ aus, zwischen Idealismus auf der anderen Seite und auf der anderen Seite den wirtschaftlichen Interessen und Motivationen. Also wenn ich kenne ja eine ganze Reihe von Accelerators und und Inkubatoren, die oft an große Unternehmen angebunden sind und von dort auch entstanden sind. Und die großen Unternehmen fördern solche Dinge, indem sie natürlich auch irgendwo sicher hoffen, sagen wir mal, von den Innovationen auch später mal zu profitieren. Das ist ein handfestes ökonomisches Interesse auch. Wie sieht das bei euch aus? Also ihr müsst euch ja auch irgendwie finanzieren, ihr müsst auch euch refinanzieren, ihr müsst auch ökonomisch an die Zukunft denken, an eure Zukunft auch. Wie sieht das aus? Ja, also tatsächlich ist das in sehr ähnliche Bahnen, dass es gibt auf dieser Social Impact Welt oder auf dieser social orientierte Business Welt gibt es sicherlich zwei Strömungen. Die eine ist aber die gemeinnützig orientierte Strömung. Das sind dann halt die Themen, die tatsächlich in der Regel Unterstützung und Support und öffentliche Gelder und Stiftungen und Co. brauchen, um quasi durchgeführt werden zu können. Und es gibt die Social Impact, die Social Entrepreneurship, Social Enterprise Welt. Das sind Unternehmen, die das in einem guten Geiste, will ich es mal sagen, und in einer guten Zielsetzung verfolgt, aber das im klassischen Unternehmertum ertragsorientiert macht. Ja? Also das heißt, deren oberstes Ziel ist, und das macht auch völlig Sinn, eine gute, faire und ordentliche Bezahlung für sich und ihre Mitarbeiter auf den Weg zu bringen, weil sonst wäre das ja mit dem ganzen Social Impact frei erfunden, ja? Wenn es da schon anfängt. Das quasi eben dabei zu erwirtschaften und auch eine Resilienzfähigkeit.
ganz wichtiger Punkt, sieht man ja speziell jetzt auch in diesen Krisenzeiten. Ja. Und ab da fängt es dann an, dass es tatsächlich in die klassische Gewinnerzielung abgeht oder Gewinnorientierung abgeht. Und dort haben dann solche Unternehmer andere Ideen, was sie da damit machen. Da würde dann viel eher eben weitere Förderungen im Ding stehen, Expansion an Unterstützungsleistungen, zum Beispiel für zusätzliche Mitarbeiter oder andere Geschichte. Also da gibt es dann einfach andere Ansätze, wie man mit erzielten Mehrgewinnen umgeht als im klassischen Unternehmen. Ausschüttung käme da ganz zum Schluss, glaube ich, wenn überhaupt. Du hattest ein Stichwort drin in deiner Rede vor Wirtschaft neu denken und ich sage mal Umgang, vor allen Dingen jetzt nicht nur mit Ressourcen neu denken, sondern vor allen Dingen auch mit den Leuten. Nach 2 Jahren Homeoffice wissen wir nicht so ganz genau alle, was auf uns zukommt, aber der Umgang hat sich schon verändert auch. Wir lesen jetzt aus dem Valley, Apple fängt an, seine Leute zurückzuholen, 1 Tag, also im Moment soll laut Plan, so wenn ich es richtig verstanden habe, 1 Tag in der Woche sollen die Mitarbeiter zurückkommen. Aber wann das genau stattfinden soll, weiß auch noch keiner so ganz genau. Also da eiern Unternehmen viel rum. Gibt dieses Modell, mit dem ihr arbeitet, oder auch, ich sag mal, dieses sinnstiftende Purpose ist ja auch so ein Stichwort im Moment, Modell, mit dem ihr da ja auch arbeitet und soziale Innovation. Hilft deswegen mehr auch Unternehmen oder auch, ich sag mal, in dem Sinne auch Mitarbeitern, um sich da wieder einfinden zu können? Habt ihr da Erfahrungen, macht ihr Projekte in dem Bereich? Ich glaube, jedes Unternehmen, also versucht sich ja um seine Mitarbeiter zu kümmern, hoffentlich von der Art her, und jedes hat da dabei Gespräche über die letzten Jahre jetzt gehabt zu dem Thema Purpose und wo liegt der Sinn dessen, dass wir da machen und wie wollen wir das entwickeln miteinander, wie geht das Ganze. Für den war sicherlich das Thema Homeoffice jetzt nicht zwingend erforderliches Thema. Ja. Also das hat andere Komponente herausgebracht, die auch ganz in Ordnung waren. Wir haben gelernt, dass das auch so geht, wenn die Rahmenbedingungen einfach nicht anders machbar sind. Wir haben gelernt, dass es nicht nur alles an einem Schreibtisch geht, sondern dass es da mit Flexibilität auch ganz andere Möglichkeiten gibt und dass sich Horizonte öffnen. Das ist, was wir in der Zusammenarbeit mit Firmenkunden in den Coworking Spaces auch merken, dass es ihre Mitarbeiter sehr, sehr gut tut, wenn die ab und zu mal zum Kopflüften gehen in dem ganzen Spiel, ja, und andere Menschen kennenlernen. Das Schöne an solche Orte ist, dort sind alle da, um zu arbeiten. Also es ist anders wie beim Café, wo du vielleicht auch hinsitzen kannst und was schreiben, einen Blogartikel verfassen oder was machen von der Art und Weise her. Aber da ist dann maximal mal jeder 5. Tisch vielleicht mit da, je nachdem, wo du so bist. Ja? Das hat einfach eine andere Zielsetzung. In so einem Coworking Space, da geht es einfach darum, dass die Leute ihre Arbeit mit erledigen, aber die im Kontext mit anderen auch tun. Und spätestens bei einem Kaffee trinken oder irgendwo anderes hast du dann die Möglichkeit, dass du andere kennenlernst und dich automatisch über Purpose und andere Geschichten von denen dann auch ganz anders mit unterhältst. Ja? Warum machen die das? Was machen die da? Was machen die anders? Und wie geht das denn? Und so lernst du auch in diese Methodikerei zu kommen. Du kommst anders in das Sharing rein. Du stellst dir selber die Frage, muss ich diese spezielle Formel in Excel, die jetzt halt einmal im Quartal brauche und Co., ja, muss ich mir das selber jetzt nochmal weiter in den Kopf machen oder weiß ich, wen ich da dazu ansprechen kann, ja, und Co. Und das verändert einfach das ganze Bild, merken wir. Und das kriegen wir auch gespiegelt von Unternehmen, die das nutzen, dass sie quasi Mitarbeiter immer wieder mal Projektteams und so weiter temporär oder regelmäßig mit Zeitanteile in solche Spaces schicken, dass die sagen, ja, da kommt was raus, die nimmt irgendwie einen anderen Arbeitsspirit mit, die kommen motiviert retour und wir haben dadurch auch schon andere Sachen bei uns in den Unternehmen wiederum ändern können. Das ist so ein bisschen, was wir da erleben und sehen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie man sich so die Vernetzung der einzelnen Labs vorstellen muss. Also ich habe gelernt auch von eurer Website, es gibt, glaube ich, 9 Standorte. Sind das alles sozusagen Dependancen einer Organisation oder sind das relativ unabhängig voneinander existierende und arbeitende Einheiten, die irgendwie über ein wie auch immer geartetes Dach verknüpft sind? Wie kann man sich das vorstellen?
Mhm. Also wenn wir um die Impact Hub Organisation reden, dann ist das eine Organisation, die weltweit die größte ist zu dem Thema und weltweit organisiert ist. Es gibt aktuell 107 Impact Hubs auf der Welt, in 60 Ländern und auf allen Kontinenten, in unterschiedliche Größe natürlich, von bis, da ist alles mit dabei. Also im Moment leider auch in diesen Gebieten, wo kritisch sind. Also wir haben einen Impact Hub in Odessa, Kollegen sitzen, und einen Impact Hub in Moskau sitzen. Hat Momentum. Und den kriegst du dann, wie gesprochen, auch in San Francisco, aber du kriegst ihn auch in Accra in Afrika. Und wir wirtschaften jeder so, dass er eine selbstständige Einheit ist. Also jeder hat eine eigene Wirtschaftsform, ein eigenes Unternehmen und ist dann Teil einer Association, einer globalen, also Genossenschaft oder Verein, Verbandsmitgliedschaft von der Art her, mit der wir dann gemeinsam zentral die Themen entwickelt und vorkommen. Eine Servicegesellschaft auf globaler Ebene hilft und unterstützt uns dort für eben die Themen, die du vorher angesprochen hast, also Acceleration-Programme entwickeln, Partnerschaften finden zur WWF oder Bosch Foundation oder wen es da halt so gibt auf der Welt, die diese Themen dann auch gern mit vorwärts treiben. Und so ist das Ganze organisiert. In Deutschland gibt es 8 Impact Hubs jetzt mit dem Standort Karlsruhe, also in Stuttgart, in Karlsruhe hier im Süden, dann in München, weiter im Süden, in Dresden, Leipzig, Berlin, in Ruhr und in Hamburg. Also relativ gut verteilt, so übers Land hinweg, und die machen verschiedene Aktivitäten jeweils selbst und natürlich ein Stück weit im Verbund. Die So Zahl du hast ja gerade skizziert, wo ihr überall seid. Allein die Zahl der Anzahl der Standorte und Projekte, die ihr macht, zeigt ja, dass in dem Markt viel Bewegung drin ist. Aber um auf die Substanz nochmal zurückzukommen, Impact zu generieren, ist auch so natürlich so ein Buzzword, sage ich immer. Purpose hat man auch irgendwie überlegt. Purpose-Videos ist das heiße Ding, was jedes Unternehmen irgendwie braucht im Moment. Aber im Detail gefragt, das ist doch gar nicht so einfach. Irgendwie, du hast eine Gruppe oder du machst einen Workshop oder du hast ein Projekt oder einen Kunden, für den du Impact generieren sollst oder für die Mitarbeiter Impact generieren sollst. Ich stelle mir das als einen sehr schwerwiegenden und schwerfälligen Prozess vor. Wie geht man in so ein Projekt an? Wir machen viel Initialarbeit über die SDGs getrieben, die Social Development Goals von der UN, diese 17 Ziele, die eigentlich ein sehr umfangreiches Bild zum Thema Nachhaltigkeit darstellen, in alle ihre Facetten, sei das von Armut über Plastic in Ocean, Circular Economy etc. Und versuchen sozusagen in den Unternehmen zum Beispiel initial über diese 17 Ziele das Thema nochmal darzustellen in seiner Vielfältigkeit und dann rauszuarbeiten, wo wäre denn für dich, für das jeweilige Individuum irgendwas, wo du eigentlich sowieso gefühlten Bezug hast dazu, wo du dich angezogen fühlst, wo du was einliefern kannst, was beiliefern kannst, weil das schon mal vorkommen ist bei dir oder weil das dich treibt in irgendeiner Form. Und da findet eigentlich fast jeder irgendwo was vom Ansatz her. Und das versuchen wir dann in so einer Methodik quasi über so einen 10-Wochen-Turnus hinweg weiterzuentwickeln. Und daraus entstehen dann quasi so Deep Dives in den Themenbereiche. Und idealerweise mit den Unternehmen ist das dann oft so, dass wir tatsächlich nach diesen Workshops so Pitches haben und da stellen dann irgendwelche 10, 15 unterschiedliche Lösungen dar zu unterschiedlichen Themen aus den 17 Development Goals. Ja. Und so kriegst du eigentlich so ein bisschen Graswurzelbewegung in so Unternehmen rein, dass es nicht immer nur irgendwelche Leuchttürme sind, die da entwickelt werden oder die sich dafür engagieren, weil das ist viel zu mühsam und das kommt dann nicht vorwärts, das kennen wir ja jetzt, sondern wir brauchen eigentlich eine Gemeinschaftsbewegung, weil das, was wir da erreichen müssen, umwelttechnisch und was uns da jetzt mit Energie und so weiter ins Land steht, das schaffen wir definitiv nur, wenn alle anpacken. Wenn du hast so eine Frage. Ja, ich würde gerne mal wissen wollen. eure Vernetzung, hilft die eigentlich euch auch Zugang zu Förderungsprogrammen zu bekommen? Das heißt, könnt ihr da einfach als eine größere Einheit auftreten? Bringt euch das da voran oder hat das jetzt mit Förderungsthemen
bringt es für Förderungsthemen nicht so viel? Das wird mich mal interessieren. Doch, auf jeden Fall. Also es gibt Sachen, die du einzeln machst und machen kannst und musst, weil die Budgets zum Beispiel halt auch gar nicht so da sind, ja. Aber dann gibt es wiederum andere Stelle, nehmen wir Bosch Foundation oder BMW Stiftung oder sowas, verfolgen, oder WWF als großes Beispiel, haben ja große Ziele diesbezüglich, haben ein neues Programm dann zu Plastic in Ocean und Co. Da sind wir jetzt halt in Baden-Württemberg, hier in Stuttgart oder so, nicht ganz vorne dran, ja, Weil die nicht zu am dem Meer Thema. sind, oder? Und da hätten wir schon Möglichkeiten. Also bei uns gibt es auch einen Neckar und einen Rhein und you name it, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Sowas kann mit Impact Hub dann halt global sehr gut ausgerüstet werden und dann kümmert sich diese Organisation darum, die richtigen Pitches von den Impact Hubs aus der ganzen Welt, die da dafür relevant sind, miteinander zusammenzubringen. Und das ist halt ein sehr einmaliger Zustand dieser Organisation, muss man sagen. Das hilft enorm, gerade auch bei großen Partnerschaften. Also wenn dein ausgegebenes Ziel Verbesserung und Beitrag des Weltfriedens ist, das ist dann schon eine größere Herausforderung, aber tatsächlich haben das ja die großen Stiftungen oftmals dann auch drin. Und da kann Impact Hub einfach durch die globale Verteilung und die Verbindung das sehr, sehr gut helfen zu organisieren. Ich würde zum Schluss noch mal ganz kurz nicht von den globalen Verbindungen zurückkommen, noch mal ganz kurz in unser Bundesland hier in Baden-Württemberg, und wir sind ja beim Innopod. Du hast selber viel erlebt, auch wie gesagt Mission District in San Francisco und wo du auch sonst warst. Ich weiß, du bist in Baden-Württemberg sehr aktiv, auch in Karlsruhe. Reutlingen ist ein Standort, ich finde ein schlafender Riese, eine Megastadt. Auch wenn du vielleicht ganz kurz noch mal zum Schluss zusammenfassen könntest, so, ich sag mal, warum hast du nicht in Mission gegründet, in Downtown San Francisco, im Valley, sondern irgendwo in Baden-Württemberg? Kurze Antwort vielleicht. Local Roots, also ich komme ja aus Bad Urach, daher ist das relativ einfach. Und gab da schon immer Orientierung, war zeitlang im Vorstand der Morgenstern in Reutlingen. Dadurch kennt man ja Reutlingen sehr, sehr gut und das auch gut kennengelernt. Ich finde ebenfalls, Reutlingen hat halt viel Potenzial und mit dem Innoport und dem, wie das angepackt mit der Wirtschaftsförderung und Co., finde ich, ist man super gut unterwegs im Vergleich zu anderen Innovationsgebieten und das Potenzial, wir machen viel mit der IHK in Reutlingen, finde ich auch super agiles Haus im Vergleich auch zu anderen Standorten, auch viel Potenzial drin. Hochschule habt ihr gut auf dem Stand und Staat. Also wenn man hier nichts hinbringt, dann würde ich das nicht verstehen. Also das Potenzial sehe ich für sehr, sehr groß und freue mich, wenn wir da einen kleinen Beitrag leisten. Ich kann mir vorstellen, wie beim Adrian und bei der Katrin da unten und bei den Kollegen, die Fäuste hochgehen, sagen, wow. Markus, ganz herzlichen Dank. Ja, freut mich. Wir sehen uns hier hoffentlich demnächst mal bei einem Event oder online. Ganz herzlichen Dank und Dankeschön, bis bald. auch. Ja, danke. Tschüss.